Ja. Iyo Chulukla. Iyo Chulukla. Servus. 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 Ja, das war mal wieder so ein Ort hier. Wollte 2-3 Tage bleiben und sind dann 2,5 Wochen draus geworden. So, hier war die Sangsiach Neighborhood. Servus. Ich hatte mir ja vorher schon das Sieber Hostel ausgesucht. Beste Entscheidung ever. Bestes Hostel in Shiraz. Von außen sieht es immer ein bisschen nicht so vielversprechend aus, aber von innen ist es halt dann immer wie ein Traum. Das ist der Hamid, der Besitzer vom Hostel. Und er hat mich jetzt hergebracht, um Öl zu kaufen. You want to say something? Hello. Welcome to Iran. Murad is my brother. Nice to meet you. Very good. Bei der Ankunft hatte ich mich ja gewundert, wer die zwei sind. Ja, und das war mal wieder so ein schöner Zufall. Die waren auch im Hostel, im Sieber Hostel untergebracht. Und das ist Bea und Daniel. Ja, und wir hatten wirklich eine super Zeit zusammen. Wir haben erst mal richtig ordentlich Deutsch gekocht, hatten mal wieder Kartoffelbrei gegeben, selbst gestampften Kartoffelbrei von Bea. Dann war da auch noch Zeynep. Zeynep hatte uns dann nach Hause eingeladen. Die Mutter hatte lecker gekocht. Und wir hatten mit Zeynep noch den ein oder anderen Ausflug gemacht, auch in die Berge hoch zum Sonnenuntergang. Daniel und Bea haben ja die meiste Strecke zu Fuß hinter sich gebracht. Das ein oder andere Mal eine Mitfahrgelegenheit auf dem Truck genutzt oder öffentliche Busse. Aber das ist schon eine Leistung. Ja, und dann habe ich nochmal 2 Verrückte getroffen. Die Caro und die Jasmin sind aus der Schweiz und die sind die komplette Strecke nur zu Fuß gegangen. Ich habe vergessen, wie viel Paar Schuhe sie abgelaufen haben, aber einige. Ja, und dann war das nochmal wie alte Bekannte treffen, obwohl wir uns erst in Isfahan das erste Mal getroffen hatten. Jürgen und Sabine. Ja, hatten dann auch nochmal einen wirklich schönen Abend hier zusammen verbracht. Ja, und natürlich außer den ganzen Bekanntschaften konnte ich ein bisschen die Stadt anschauen. Die Wakil Mosque, Moschee, die Zentralmoschee hier in Shiraz. Ja, wo ich auf jeden Fall auch noch hin wollte, war das Mausoleum von dem Philosophen Hafiz, von dem ich ja schon einiges lesen konnte. Ja, und dann geht es nach diesen wunderschönen Tagen dann weiter Richtung Yazd. Ich habe hier mal noch mal kurz eine Übersichtskarte angefertigt. Und unser Visum läuft ja auch langsam aus, deswegen machen wir uns jetzt mal so langsam auf den Weg hier von Shiraz Richtung Yazd. Da werden wir noch den ein oder anderen Tag verbringen und von Yazd machen wir uns dann direkt auf an die afghanische Grenze und hoffen, dass wir dann unversehrt da einreisen.
Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Jast. Es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ich musste den vom Hotel aufwecken, dass sie die Tür machen, noch zugesperrt. Frühstück gibt's auch erst ab 8. Jetzt ist so circa 6 Uhr. Aber es ist wunderschön noch am Morgen hier, frisch. Und da möchte ich jetzt gern losfahren, bevor es richtig heiß wird. Und es So, jetzt fahren wir los. Wollte ich euch noch ein bisschen hier die Gassen zeigen, wie man hier gebaut hat. Ja, und während wir hier durch die Gassen fahren, ein paar Eindrücke. War jetzt 2 Nächte hier in diesem Hotel hier. Oh, super angelegt, super Frühstück. Sehr schön. Ja, und dann am Abend, wenn es dann so langsam kühler wird, kommen dann alle raus und dann spazieren hier in den Straßen. Hier ein kurzes Video und ein paar Bilder. Ja, wir sind jetzt hier in Jast, in der Altstadt. Das ist die Moschee von Jast. Und hier ist die Flaniermeile mit vielen Shops und Restaurants und Cafés. Und hier, das sind diese Windtürme zur Luftzirkulation, zur Luftkühlung im Haus. Sind oben geöffnet, da pfeift es rein und kühlt den Raum unten ab. Also Jast wäre sicherlich noch für ein paar weitere Tage gut gewesen. Sehr schön, sehr saubere Stadt. Aber ja, wie gesagt, mein Visa läuft aus. Und wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Thaibad, heißt das. Das ist ziemlich nah an der Grenze zu Afghanistan. Sind ein paar Kilometer. Also Ja, und dann ist man auf einmal auf der Hauptstraße. Okay. Okay. No. باشه. No. جویه. I pay. Jetzt hier unterwegs zufällig auf diese kleine alte Oasenstadt getroffen. Ich glaube, da schicke ich mal die Drohne schnell hoch, dass man das sieht, wie das aussieht hier.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Hier bin ich gestern Abend noch gelandet in Taibat an der afghanischen Grenze, liegt dieser Ort. Bin gestern von Yazd in einem Stück hierher gekommen. Das war das längste Stück, das ich in einem Stück gefahren bin auf meiner Reise. Es waren 880 Kilometer. Dementsprechend habe ich heute Nacht auch gut geschlafen und ich bin very excited, würde ich sagen. Wir fahren jetzt dann gleich nach Afghanistan rein. Freue mich schon wahnsinnig. In diesem Sinn sehen wir uns dann gleich später wieder. Servus. Thailand में ज्यादा है आंखें जब टेलीविजन में आवाज दिल मारा हो कर दे खुदा व्रत Kate Mawara चलते रहे नहीं बाजार थाईलैंड Bilder machen. Take care. I go there. Welcome to Taiwan. Ja, jetzt zum Ende. Hier kann ich mich nur recht herzlich bedanken bei Iran, bei seinen wundervollen Leuten. Es waren auf jeden Fall die gastfreundlichsten Leute, die ich auf meiner ganzen Reise hatte bisher. Man kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich hätte locker noch einen Monat bleiben können, aber das Visa ruft weiterzufahren. Und jetzt machen wir uns mal so langsam auf den Weg hier in Richtung Afghanistan in ein neues Abenteuer. Wie sagen die immer so schön, ins wilde Afghanistan. Ja, seid nochmal gegrüßt. Und die letzten Meter Servus.